Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns das Thema Sicherungen an. Bei mir funktioniert das Licht nicht da. Die Türbeleuchtung, wenn man die Tür aufmacht, geht einfach nicht. Wir schauen uns an, wie man Sicherungen prüft, wie man sie austauscht und wie man sieht, ob die noch gut ist oder nicht. Bis gleich. Was kann sein? Natürlich, dass ein Licht hin ist es nicht, weil das alle hin sein, ist unlogisch. Heißt Sicherungskasten. Dann beim Opel Insignia überhaupt immer Sicherungskasten nachschauen. So, da Opel Insignia, Betriebserlaubnis. Schaut danach bei Fahrzeugwartung. Egal ob beim Insignia oder überall, meistens findet man bei Fahrzeugwartung, findet man dann, da ist ja schon, die Sicherungskästen. Da findet man einen, der hinten ist, im Kofferraum. Meistens ist ein Sicherungskasten im Motorraum, ganz logisch, in der Nähe von der Batterie meistens. Dann habt im Kofferraum und entweder im Beifahrer oder beim Fahrerfußraum. Da bei mir ist unter dem Lenkrad, ihr seht, wie man es aufmacht. So, das jetzt ist das interessiert uns aber nicht heute, weil wir wollen innen schauen, weil innen meistens ist für die inneren Sachen die Lichter, die Boxen, also die Lautsprecher ist alles innen gesichert. Dann schauen wir, wie man aufmachen. Das heißt, da unten befindet sich das. Dort mal eindrucken und dann kommt man zu den Sicherungen. Und dann muss man leider die finden. Das kann wahrscheinlich man kann sich selber denken, was da alles sein kann. Das alles nicht. Es kann eins von den Karosserie-Elektronikmodulen sein. Das heißt, da hast du dann verschiedene Haufen, die man nachschauen muss, welche Sicherung durchbrannt ist, falls eine durchbrannt ist. Ich zeige euch jetzt gleich, wie man es macht. Nach oben eine. Dann hat man die eine Seite schon, dann die andere genau gleich. Dann hat man das und unten sind die Sicherungen. Dann entweder nachmessen, man kann es ja mit einem Voltmeter machen, zeige ich euch gleich. Kann man einfach nachmessen, bevor man sie ausbaut. Aber ausbauen geht viel schneller, ehrlich. Was soll denn da nachmessen, wenn ich das sofort locker rauskriegt? Haut die Elektronikmodule alle durch. Ich habe schon den Übeltäter gefunden, den zeige ich euch gleich. Dann schauen wir es gleich an. Eine Flachzangen, aber wie heißt das, Spitzzangen. Und suchst dann Stück für Stück vorsichtig ausziehen. Immer schauen, ob die durchbrannt ist oder nicht. Seht aber, der ist durchbrannt. Aha, seht, das ist nicht mehr durchgängig und der muss gewechselt werden. Eine Sicherung muss immer einen Widerstand haben. Das ist die, schauen wir auf Widerstand. Widerstand wird niedrig sein. Messen wir den Widerstand. Der ist jetzt 0,02 Ohm. Und die durchbrannte hat keinen Widerstand. Aber eigentlich reicht es auch, weil der anzuschauen, ihr seht, der ist intakt und der ist durchbrannt. Chemiker Austausch, Lichter funktionieren super. Bevor ihr zu messen anfängt, schaltet ihr die Zündung ein. Danach Minuskabel auf Masse, also auf den Minuspol von der Batterie oder auf ein metallisches Teil, was mit der Karosserie verbunden ist und mit der Batterie, und plus einfach auf die einzelnen Sicherungen drauf, und dann seht ihr zum Beispiel, wie hoch die Spannung ist. Normalerweise soll es bei 12,5 Volt liegen und dann funktioniert die Sicherung. So muss nicht immer funktionieren. Es gibt welche, wenn man das Licht einschaltet, wenn man die Tür öffnet, wenn man, keine Ahnung, irgendwas offen ist, wenn man irgendwas einschaltet, dann fließt Strom durch die Sicherung. Heißt, das muss nicht immer funktionieren, aber so könnt ihr auch die Sicherungen prüfen. Ihr könnt es aber wie davor einfach ausbauen. Ist für mich eigentlich leichter und einfacher für die kleinen Japan-Sicherungen. Nein, nicht Japan, wie heißen Flachstecksicherungen oder so. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, dass ich euch geholfen habe. Ich hoffe, dass ich euch im nächsten Video sehe. Servus, danke und ciao.